Das Thema heute: Zucker, die süße Sucht. Und ich möchte aber mit diesem Thema nicht eine weitere neue Ernährungslehre hier hineinbringen, kein Dogma. Ich möchte nicht verurteilen und Sie brauchen auch mir und sich gegenseitig nachher nicht alle auf den Teller zu schauen, was Sie jetzt alle zum Mittagessen zu sich nehmen werden. Das ist nicht nötig. Ich werde heute wahrscheinlich nach dem Referat auch heute Abend vielleicht das Dessertbuffet besuchen. Das ist okay. Aber es geht mir darum, dass wir heute Wissen sammeln können, dass wir Wissen vermitteln können, dass ich vielleicht etwas zum Nachdenken anregen kann. Es geht ja ums Verstehen. Und es geht, wie unsere Weltpräsidentin gerade gesagt hat, um die Balance. Und es gibt da halt verschiedene Zahlen. Zum Beispiel habe ich eine Zahl gelesen, dass wir in unserer Gesellschaft vor 200 Jahren ungefähr 2 bis 3 Kilo Zucker pro Jahr gegessen haben. Heute sind wir an einem Punkt in Mitteleuropa, wo wir gegen 40 Kilo essen. Und das kann nicht mehr gesund sein. Und ich werde Ihnen einige Fakten zeigen, wie sich halt auch unsere Gesundheit, unsere Gesellschaft, die sogenannten Zivilisationserkrankungen, was ja ein interessanter Begriff ist, wie sich das über die Jahre und Jahrzehnte, besonders in den letzten 50 Jahren, dramatisch verändert hat. Und hier werden wir auch den Link machen zum Zuckerkonsum. Und natürlich, und das hat uns auch Dr. Jaszi gestern immer wieder gesagt, geht es nicht darum, dass wir die eine Ursache im Zucker suchen, sondern dass wir herausfinden, wie eben alles miteinander verbunden ist und wie all die Einflüsse, denen wir heute ausgesetzt sind, da könnten wir beim Marcel Hoffmann anfangen und wir gehen dann weiter mit Dr. Karl Cox, der zum Rauchen uns etwas erzählt, wie all das miteinander verbunden ist und dass alles miteinander letztendlich einen starken Impact haben kann. Also auch hier, was den Zuckerkonsum betrifft, ist alles sehr individuell. Und es gibt Menschen, die ich kenne, die mit einer relativ hohen Menge Zucker ganz gut zugange kommen und andere eben nicht. Und trotzdem gibt es hier einen gemeinsamen Nenner, den wir heute besprechen möchten. Einfach nochmal zu sagen, generell interessiert es mich nicht so sehr, was Sie essen, aber wenn Sie nicht mehr gesund sind, dann schaue ich genauer hin. Und dann möchte ich gerne wissen, was Sie essen und ob es allenfalls mit dem Zuckerkonsum zu tun haben könnte. Wir machen ein bisschen Warenkunde zum Anfang. Es ist wichtig zu sehen, wenn wir über Zucker sprechen, Zucker hat sehr viele Namen. Und als Beispiel könnten wir hier auch Traubensüße nennen, Rosinen, Fructosesirup, da werde ich noch drüber sprechen, Vollmilchpulver, Malzextrakt, Inulin, Saccharose hier, dieser Stoff, das ist das, was wir landläufig Zucker nennen. Im Englisch nennt sich das Sucrose. Und das ist unser Haushaltszucker. Und wir sprechen heute nicht unbedingt nur von Haushaltszucker, sondern wir sprechen vom Effekt von all diesen süßen Stoffen, die unter die Gruppe Zucker fallen. Aber tatsächlich ist es so, wenn Sie irgendwo auf einer Packung, wenn Sie etwas kaufen und auf einer Packung den Namen Zucker lesen, geht es grundsätzlich immer um diese Saccharose hier. Das ist unser Haushaltszucker, der weiße, raffinierte Zucker. Und nur dieser Haushaltszucker muss als Zucker deklariert werden, zumindest in Europa. Das heißt, wenn vielleicht noch jede Menge Fruchtpüree beigemischt ist, Fruchtsaftkonzentrat, Maltose, weitere Glucose, dann muss das so nicht deklariert werden. Und daher haben wir hier wirklich verschiedene Zuckerarten. Zum Beispiel Traubenzucker ist dieser Einfachzucker, die Glucose. Das ist letztendlich die Form, wenn wir irgendetwas Süßes essen, was letztendlich auch in unser Blut übergeht, wo unser Glukosespiegel im Blut ansteigt. Fruchtzucker, die Fructose, kommt eben aus den Früchten, wird heute aber, und das wird ein großes Problem sein in Zukunft, viel häufiger auch zugesetzt, wo es nicht mehr aus den Früchten kommt, sondern aus dem Mais gewonnen wird und zu Glucosesirup verarbeitet wird, was zunehmend ein Problem ist. Haushaltszucker habe ich schon erwähnt, das ist ein Zweifachzucker,
besteht aus Glucose und Fructose. Milchzucker besteht aus Glucose und Galaktose und Malzzucker als Beispiel aus 2 Glukosemolekülen. Und wenn unser Körper etwas von diesem Zucker aufnehmen will, dann muss er das spalten, bis im Endeffekt Glucose oder Fructose draus wird. Und grafisch dargestellt sieht das dann so aus. Wir haben hier wieder diese zum Beispiel Einfachzucker, die können sich dann verbinden zu verschiedenen Zuckerformen oder eben auch zu sogenannten Polysacchariden, zu Vielfachzucker. Das ist eigentlich Stärke. Das geht von der Kartoffel bis zur Baumrinde, dass sich ganz viele Zuckermoleküle verbinden und dann zum Teil für uns auch nicht mehr wirklich so gut verdaubar sind. Ötzi, damals, der Mann im Eis, der hatte weniger Probleme damit. Der konnte nämlich auch ganz lange Glukosemoleküle aufspalten und verdauen. Im Prinzip konnte der aus Rinde Energie gewinnen, aus Baumrinde. Das können wir, die meisten, heute nicht mehr. Und der Unterschied von da zu da ist eben genau das, dass diese Kohlenhydrataufnahme hier sehr schnell geschieht und hier sehr langsam. Und der Blutzuckeranstieg, wenn Sie von diesen Glucose- oder Galaktosemolekülen essen, ist eben sehr hoch. Und wenn Sie Stärke essen, bei Ötzi war der Blutzuckeranstieg bestimmt sehr niedrig. Der hat nämlich dann die langen Stärkemoleküle verdauen können. Und deshalb hat ihn ein Stück Rinde auch sehr lang satt gemacht. Und das ist bei uns meistens nicht so. Nach dem ersten Glukoseshot am Morgen geht es vielleicht 1-2 Stunden, dann sind wir wieder hungrig. Gut, dann, ich möchte hier den Vergleich machen zwischen der Tabakindustrie und der Zuckerindustrie. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was die Industrie mit uns tut. Ich denke, die meisten von Ihnen wissen, in unserer Gesellschaft sowieso, wie problematisch dass sich die Tabakindustrie verhält und verhalten hat in der Vergangenheit. Sie kommen mittlerweile ziemlich unter Druck. Und hier habe ich eine Werbung gefunden, einer bestimmten Zigarettenmarke, wo geworben wird, dass die meisten Ärzte eben diese Zigarette rauchen und nicht eine andere. Das war damals so diese Werbetaktik. Das Gleiche finden wir hier beim Zucker. Das ist auch eine alte Werbung, wo wir heute sehen oder wo wir damals gesehen haben, wie Zucker beworben worden ist. Oft auch zu der Zeit aus Nichtwissen. Das Gleiche wie gestern mit Coca-Cola, mit Heroin, die damals als Medikamente verkauft wurden. Man hat damals tatsächlich noch viel weniger darüber gewusst, über die Zusammenhänge. Und bei der Zigarettenindustrie ist es so, hier zum Beispiel 1994 haben 7 Topmanager der Tabakindustrie vor einem Gremium in den Vereinigten Staaten ausgesagt und sie haben alle unter Eid geschworen, ich glaube, Nikotin macht nicht süchtig. 1994. Ein berühmter Event, der immer wieder zitiert wird. Und mit der Zuckerindustrie ist es heute so, das ist eine Studie aus dem Jahre 2016, dass die Zuckerindustrie die gleichen Verfahren anwendet und die gleichen Techniken, um zu verschleiern, was Zucker in unserer Gesellschaft anrichtet. Und ich möchte daraus kurz zitieren, aus dieser Studie. Da heißt es nämlich, da schreiben die Forscher über ihre Arbeit, wie sie einige Papiere der Zuckerindustrie einmal gefiltert haben, das heißt einige Dokumente, und herausgefunden haben, aus unseren aktuellen Analysen von Dokumenten der Zuckerindustrie geht hervor, dass die Industrie in den 60er und 70er Jahren ein Forschungsprogramm unterstützt hat, welches erfolgreich Zweifel hinsichtlich der Gefahren von Zucker säte, während Fett als ernährungsbedingter Übeltäter für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Szene gesetzt wurde. Und ich möchte hier einen Verweis machen zum Kongress 2016, wo wir über diese Fettthematik gesprochen haben, über die Cholesterinthematik. Das hängt da sehr stark zusammen. Die Zuckerindustrie hat sogar die Möglichkeit genutzt, dass Fett so lange schlecht gemacht wurde in unserer Ernährung, um sich selber quasi aus dem Rampenlicht zu nehmen. Und das wird hier auch beschrieben in dieser Forschungsarbeit. Gesetzgebende Gremien sollten erwägen, durch die Lebensmittelindustrie finanzierte Studien weniger stark zu gewichten und mechanistische Forschungen,
Tierstudien wie auch Studien, die den Effekt von zugesetztem Zucker auf verschiedene Herz-Kreislauf-Biomarker und die Entwicklung von Krankheiten beurteilen, mit einschließen. Und daher möchte ich einfach diese Verbindung machen, dass wir sehen, oft läuft es in der Industrie ganz genau gleich. Man hat offensichtlich aus dem Tabakskandal nicht wirklich gelernt. Und natürlich könnten wir dasselbe auf die Pharmaindustrie im Großen und Ganzen beziehen, auf die Machenschaften, die dort passieren und natürlich auch auf die Technologie, die Industrie, die da läuft. Alles, was Mobilfunk zum Beispiel betrifft, dort wird eigentlich genau gleich gearbeitet, um möglichst lange am Markt bleiben zu können. Gut, Zucker. Wir haben hier schon ein paar Hinweise, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Entwicklung von Krankheiten und natürlich müssen wir uns damit beschäftigen, mit der ganzen Welle des Übergewichts und der Fettleibigkeit. Lassen Sie uns hier ein paar Zahlen anschauen. Das ist eine Grafik, die zeigt, wie sich die Fettleibigkeit entwickelt hat in den USA und in Großbritannien. Und Sie sehen, wir in Europa, zumindest in der Schweiz höre ich das immer wieder, heißt es immer wieder, ja gut, das ist ja in den Vereinigten Staaten. Ja, die essen halt so. Das ist ja bei uns nicht so. Und das stimmt natürlich so nicht. Die Entwicklung geht bei uns auch sehr rasant vorwärts. Wir sehen hier im Jahr 2000 bis heute, da sind die Zahlen massiv angestiegen von fettleibigen Menschen im Vergleich zu den 50er oder 80er Jahren. Wir haben heute in Deutschland rund 18 Millionen fettleibige Menschen und davon sind Typ-2-Diabetiker, Zuckerkranke, ungefähr ein Drittel, 6,4 Millionen Menschen in Deutschland. Natürlich Tendenz steigend und insbesondere, was uns wirklich zu denken geben sollte, insbesondere auch junge Menschen und Kinder, die schon an Fettleibigkeit erkrankt sind. Ein paar weitere Zahlen aus Studien: 67% aller Männer und 53% aller Frauen in Deutschland sind übergewichtig oder adipös. Also Fettleibigkeit und Übergewicht, das wird nochmal getrennt voneinander. Das hier sind jetzt die gesamten Zahlen. Dann 15% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind übergewichtig oder adipös. Eine recht hohe Zahl. 30% aller Deutschen haben eine Fettleber. Das ist eine Menge. 10% aller Deutschen haben einen Diabetes mellitus, also einen Altersdiabetes, der im Prinzip auf zu hohem Zuckerkonsum beruht. Dann 30% aller Krebserkrankungen sind ernährungsbedingt. Und hier hat Zucker, und da werde ich darauf zurückkommen, einen großen Einfluss. Ein paar weitere Zahlen. Zuckerkonsum. Ich habe hier die Schweiz genommen und die EU als Vergleich. Wir Schweizer scheinen doch etwas süßere Mäuler zu sein. Ob das nur an der Schokolade liegt, weiß ich nicht. Aber es sind schon erstaunliche Zahlen. Sie sehen hier 2010 bis 2017, 50 Kilo, 51, 56. Der Schnitt in der EU ist tatsächlich etwas tiefer. Hier sprechen wir so von 35 bis 37 Kilo pro Jahr, was nicht viel besser ist. Die American Heart Association empfiehlt uns, dass wir pro Tag ungefähr 6 bis 9 Teelöffel Zucker essen sollten, höchstens. Die WHO-Empfehlungen sind bei 6 bis 12 Teelöffel. 6 bis 12 Teelöffel, das wären maximal 50 Gramm Zucker pro Tag. Wir werden dann sehen, wie hoch wir tatsächlich kommen. Und ein paar weitere interessante Zahlen hier. Zuckerkonsum in Österreich, rund 37 Kilo, wovon 2/3 dieses Zuckers in Fertigprodukten steckt. Das heißt, Sie realisieren in der Regel gar nicht unbedingt, dass Sie eben Zucker essen. Das ist nicht der Zucker, den Sie in den Kaffee geben oder in den Tee oder mit dem Sie Ihren Kuchen zu Hause backen, sondern das ist Zucker, der irgendwo zugesetzt ist. Und wenn man ganz genau schaut auf der Inhaltsangabe, finden Sie dann möglicherweise diese Zuckerquellen. 2/3 des Zuckers, den wir konsumieren, ist versteckt in Fertigprodukten. Wichtige Erkenntnis. Dann, ziemlich bedeutend, die weltweit jährlich produzierte Zuckermenge entspricht vom Volumen her dem 255 mal großen Volumen des Burj Khalifa.
Dieser Turm hier in Dubai ist 828 Meter hoch und wenn wir die ganze Zuckermenge da einfüllen würden, könnten wir 255 solcher Türme bauen. Und das wird ja alles konsumiert weltweit. Das wird ja nicht gelagert, sondern es wird jedes Jahr frisch produziert. Und der Jahresumsatz der Zuckerindustrie weltweit ist ungefähr 2,5 Milliarden Euro. Also wir haben es hier einmal mehr mit einer mächtigen Industrie zu tun. Dann haben wir gesagt, ernährungsbedingt, viele Krankheiten sind ernährungsbedingt. Wir hören ja immer wieder viel, dass Fleischkonsum schlecht ist, Zuckerkonsum ist schlecht, künstliche Nahrungsinhaltsstoffe sind schlecht und so weiter. Lassen Sie uns dem mal ein bisschen auf den Grund gehen. Ich habe hier eine Grafik gefunden, die zeigt, der Fleisch- und Gemüse- und Zuckerkonsum über 30 Jahre, wie sich das entwickelt hat. Der Fleischkonsum in diesen 30 Jahren von 1982 bis 2012 ist rund um einen Drittel von 30% auf 20% Anteil in der Ernährung gesunken. Der Gemüsekonsum ist ziemlich genau gleich geblieben in diesen 30 Jahren. Was hat sich dann geändert? Beim Zuckerkonsum und bei den verarbeiteten Nahrungsmitteln sieht es so aus, dass sich dieser Wert verdoppelt hat. Also da ist der größte Sprung passiert. Das heißt, mit dem Zucker- und Kohlenhydratkonsum können wir davon ausgehen, dass dies einen starken Einfluss auf unsere Zivilisationserkrankungen hat. Der Fleischkonsum kann es jetzt nicht mehr sein, wenn wir diese Grafik sehen. Gemüsekonsum ist stabil geblieben, aber auf der anderen Seite ist der Zucker- und Kohlenhydratkonsum buchstäblich explodiert. Und wenn wir davon sprechen, dass wir vor 200 Jahren ungefähr 2 bis 3 Kilo gegessen haben an Zucker und Kohlenhydraten und heute von 40 Kilo oder 50 Kilo sprechen, dann muss uns das halt eben zu denken geben. Und dass wir verstehen, was im Hintergrund passiert, habe ich Ihnen hier noch ein paar Zahlen. Die Zuckerindustrie gibt 21,3 Millionen Euro für Lobbyarbeit in der Europäischen Union aus. Das Ziel ist, strengere, detailliertere Regelungen in der EU verhindern bzw. abschwächen. Es gibt viele unabhängige wissenschaftliche Studien, die einen Zusammenhang zwischen exzessivem Zuckerkonsum und ernsthaften gesundheitlichen Risiken zeigen. Aber die Tatsache, dass es unter den EU-Behörden keinen Konsens über die Gefahren von Zucker gibt, beweist, wie mächtig die Lebensmittel- und Getränkelobby ist. Und hier könnten wir weitere Industriezweige nennen, die auf unsere Gesundheit einen Einfluss haben. Gut, jetzt schauen wir uns mal an, wo finden wir denn besonders auch versteckten Zucker, dass wir ein Bild bekommen. Und hier gibt es doch wahrscheinlich die eine oder andere Überraschung für Sie. Ein Portionenbeutel Ketchup enthält 1,5 Würfelzucker. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, dass Ketchup eine Zuckerbombe ist. Bei der Tiefkühlpizza sind es 4,3, beim Becher Fruchtjoghurt sind es 8 Würfelzucker. Dann gehen wir hier zu den sogenannten gesunden Smoothies, die Früchtesmoothies. Früchte sind ja gesund, sagt man. Ja. Wenn Sie aber so einen Früchtesmoothie kaufen, in der Regel wird viel Zucker zugesetzt und das kann dann schon mal, auf eine kleine Menge, können Sie da auf 17 Würfelzucker kommen. Natürlich inklusive dem Fruchtzucker, der in den Früchten tatsächlich drin ist. Und was mich besonders überrascht hat, beim Apfelsaft sprechen wir hier von 20 Würfelzuckern, bei der Flasche Cola 17,5 Würfelzucker. Alle Zucker zusammengerechnet, der dann auch zugesetzt wird. Wenn wir natürlich beim Biobauern, eine Flasche Apfelsaft kaufen, werden Sie nicht auf diese 20 Würfelzucker kommen. Auf keinen Fall. Aber mit allem, was in der Regel von der Industrieseite her zugesetzt wird, damit das möglichst süß ist, möglichst klebrig, werden Sie feststellen, dass Sie hier eine ganze Menge Zucker pro Tag einnehmen. Das ist ein Beispiel, ich könnte Ihnen viele weitere zusätzlich zeigen. Eines möchte ich Ihnen noch zeigen. Manchmal ist es interessant, dass an Orten, wo man es gar nicht für möglich hält, eben doch eine Menge Zucker drin ist. Als Beispiel hier beim Kohlsalat, da haben wir pro 100 Gramm doch immerhin 11 Gramm Zucker drin. Die sogenannten gesunden Vollkornmüsli kommen wir auch auf 8 Gramm Zucker. Essiggurke 5 Gramm und klar, bei der Currywurst,
Da wissen wir, das ist sicher eine Zuckerbombe, aber wir müssen verstehen, diese 20 Gramm hier, die sind auf 100 Gramm Currywurst gerechnet. Haben Sie schon jemanden gesehen, der nur 100 Gramm Currywurst isst? Ja? Eine ganze Portion enthält dementsprechend noch viel, viel mehr. Hier eine interessante Berechnung, die in der Schweizer Zeitschrift Beobachter veröffentlicht wurde. Hier wurden 3 Leute mal einen Tag lang begleitet. Der erste ist der sogenannte Normalo. Also der einfach sich des Lebens freut, der isst, der arbeitet, der schläft und was er auch immer sonst dazwischendurch macht. Und da hat man mal geschaut, wie viel Zucker nimmt denn der Normalo pro Tag ein. Das könnten Sie sein, das könnte ich sein. Zum Beispiel Schokoladejoghurt, Kaffee mit Zucker, ein Hörnchen, Kaffee mit Zucker, Fertigkartoffelsalat, Zitronencake, Erdbeerkorne, Cola, so wie man halt heute ungefähr isst. Und der kommt auf eine Menge von 174,4 Gramm Zucker am Tag. Dann haben wir den Bewussten. Das könnten vielleicht auch Sie sein. Der isst dann halt ein Schälchen Dinkelpops, ein bisschen Naturjoghurt, aber auch wieder ein bisschen Zucker, dann zwischendurch Apfelringe, ein gemischter Salat, Vollkornbrötli, Lindor-Kugel und so weiter. Ja, sehr bewusst. Und dann noch ein bisschen Rotwein am Abend, Tortellini und so weiter. Der kommt auf eine Menge von rund 120 Gramm pro Zucker. Und dann haben wir dann den Sieger dieser Ausmachung, das Süßmaul. So, und er isst zum Morgenessen schon Milchreis, schon Orangensaft, das sind schon mal rund 50 Gramm Zucker. Dann geht es weiter mit Schokoladekuchen, mit ein bisschen Fastfood zum Mittag, Gummibärchen zwischendurch und dann Bratwurst, Country Fries bis hin zum Schokoladenriegel. Und der kommt auf eine Menge von 256 Gramm Zucker. Das heißt, auch der Bewusste, der sich ganz bewusst eben nicht nur mit Frühstücksflocken, sondern mit Dinkelpops ernährt, ja, der muss schon ein bisschen aufpassen, da ist schon eine ganz ausladende Menge Zucker drin, zeigt aber auch, wenn wir uns damit sehr bewusst befassen und sehr bewusst ernähren, können wir eine Menge tun, um diese Menge zu reduzieren. Ob wir auf 2 bis 3 Kilo pro Jahr kommen, wage ich zu bezweifeln. Aber ich wäre schon froh mit deutlich weniger. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht und das mal hochgerechnet auf 365 Tage. Und da kommen wir hier beim Süßmaul auf 93 Kilo Zucker pro Jahr. Das ist ein bisschen mehr als der Durchschnitt. Der Bewusste kommt immerhin auf 43 Kilo und der Normalo auf 63. Also die heben alle noch den Durchschnitt an. Da muss es Menschen geben in unserer Gesellschaft, die deutlich weniger Zucker essen. Und das war jetzt eben der Hinweis auf die Frage, vielleicht möchten Sie ungefähr abschätzen, wie viel Zucker Sie heute schon zu sich genommen haben. Hier können Sie sich mal orientieren und anfangen, ein bisschen objektiv zu beurteilen, wie die Menge Zucker, die Sie pro Tag zu sich nehmen. Und ob das sinnvoll ist oder nicht. Diese Grafik zeigt uns sehr schön, was passiert, wenn wir eben pro Mahlzeit oder über den Tag verteilt wirklich eine große Menge Zucker zu uns nehmen. Das führt im Blut zu einem Blutzuckeranstieg, das sehen wir hier oben. Wenn dieser Blutzuckerwert nach der Mahlzeit hochschießt. Und was jetzt hier passiert, ist Folgendes. Unser Körper schüttet Insulin aus, aber um diesen Zucker zu verdauen oder in die Zelle zu bringen, es kann nur eine gewisse Menge Zucker wirklich in die Zellen gebracht werden. Alles, was überschüssig ist, also hier über diesem roten Strich, der wandert ins Gewebe, ins Fettgewebe, vielleicht in die Leber, wird abgelagert in den Zellen und füttert unsere Fettzellen. Stichwort Übergewicht. Das ist alles Futter für unsere Fettzellen und unter Umständen auch für die nicht so uns gut gesinnten Bakterien im Darm, die sich da gütlich tun daran. Kurze Zeit später bricht dieser Wert wieder ein und wir kommen hier in die Unterzuckerung. Das heißt, dann haben wir richtig Hunger und dann fangen wir an, die nächste Mahlzeit zu uns zu nehmen. In der Regel etwas Zuckeriges, weil der Zucker wird uns die Blutzuckerkurve hier wieder hochschnellen lassen. Und so kann das beim Süßmaul den ganzen Tag gehen. Der hat immer Hunger und der kommt von einem Hoch ins nächste Tief und wieder ins nächste Hoch.
Das geht den ganzen Tag rauf und runter wie auf der Achterbahn. Das muss man begreifen. Und wenn Sie aber etwas bewusster und intelligenter essen, werden Sie zum Beispiel hier einen bedeutend weniger hohen Anstieg haben des Blutzuckers. Das heißt, viel weniger Zucker wandert ins Fettgewebe ab und gleichzeitig wird auch die Unterzuckerung kaum mehr ausfallen. Und wenn Sie es ganz gut machen, dann bleiben Sie nämlich mit Ihrem Blutzucker immer unter dieser roten Linie und haben nie mehr eine Unterzuckerung. Das stelle ich bei mir fest, wenn ich eben herzhaft frühstücke, gutes Mittagessen zu mir nehme, oft fettreiche Nahrung zu mir nehme und genügend Fasern zu mir nehme, dann kann ich auch ohne Probleme 7, 8 Stunden ohne Essen durchhalten, voll arbeiten, ohne Pause und das geht wunderbar. Wenn ich aber mich morgen schon falsch ernähre, bin ich schon um 10 Uhr morgens am Ende und weiß nicht mehr, wie ich den Weg bis Mittag noch machen soll. Und dann brauche ich eine Zwischenmahlzeit. Ja? Und hier haben Sie das Werkzeug, wie Sie ganz viel machen können, um diese Problematik zu unterbinden. Insulinresistenz, das ist ein Wort, das wird Ihnen wahrscheinlich immer wieder begegnen, wenn es darum geht, wenn es um die Ernährung und Zucker geht. Und ich möchte Ihnen das einfach mit dieser Grafik zeigen, was überhaupt da passiert. Sie sehen hier eine Zelle und die hat Rezeptoren und die Rezeptoren können Zucker aufnehmen. Das wird hier gerade gemacht. Da geht dieses Tor auf, der Traubenzucker geht rein. Und hier dockt das Insulin an. Das Insulin hilft, dass dieser Rezeptor überhaupt aufgeht. Und das ist ganz normal, dass das so funktioniert, damit der Zucker in die Zelle kommt. Wenn Sie jetzt dauernd jede Menge Zucker im Blut haben, immer wieder Zucker nachgeben, irgendwann hat so viel Insulin hier, diese gelben Kügelchen, dass die Zelle einfach zumacht. Die mag nicht mehr. Die ist komplett überfüllt, überreizt von diesem vielen Insulin und die Rezeptoren gehen nicht mehr auf. Und der ganze Zucker bleibt hier im Blut liegen. Das ist der Beginn von Diabetes. Wenn diese Zelle einfach zumacht und völlig übersättigt ist von diesem Zucker, der Zucker ist aber trotzdem im Körper. Was soll der Körper nun damit machen? Und was dann eben häufig daraus passiert ist, dass dann die sogenannte Lipogenese stattfindet. Aus Zucker wird Fett gemacht, insbesondere in der Leber. Und dieses Leberfett führt zu einer weiteren Verstärkung der Insulinresistenz. Das ist also ein Kreislauf, der hört irgendwann gar nicht mehr auf und der führt immer zum nächsten Schritt. Das ist wie ein Kreislauf. Und selbstverständlich, wenn Sie das jetzt verstanden haben, sehen Sie, einen Kreislauf können Sie rückgängig machen. Und hier habe ich eine Aussage gefunden von Professor Roy Taylor, ein Stoffwechselspezialist. Er sagt, wir konnten in unseren Studien zeigen, dass eine Umkehr des Diabetes möglich ist, selbst wenn man schon 10 Jahre unter der Krankheit leidet. Auch wenn man noch länger betroffen ist, sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Eine wesentliche Verbesserung der Blutzuckerkontrolle ist möglich. Und hier haben wir noch diese Grafik, die zeigt, die Insulinresistenz, dieser Zustand, führt irgendwann zum sogenannten metabolischen Syndrom. Eine Mischung aus hohem Blutzucker, Übergewicht, Bluthochdruck und hohe Blutfette. Und jetzt schauen Sie mal, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft genau an dieser Thematik leiden und jede Menge Medikamente bekommen, um ihren Blutdruck zu senken, um das Cholesterin vielleicht zu senken und so weiter. Und wenn 3 von 4 von diesen Krankheitsbildern vorhanden sind, dann spricht man von einem metabolischen Syndrom, was dann in der Regel dazu führt, dass irgendwann diese Zivilisationserkrankungen hier diagnostiziert werden. Und auch alle diese können Sie natürlich zurückführen. Und es muss aber genau diesen Weg gehen. Sie können nicht erwarten, dass Ihr Körper ganz einfach das lösen kann, weil der Körper ja intelligent ist, weil er ja heilen kann, sondern Sie müssen etwas dafür tun. Wir müssen erkennen, wo hat das Ganze begonnen, bevor unser Stoffwechsel kollabiert ist. Und hier sind wir eben wieder an dem Punkt, wo wir erkennen müssen, es liegt alles wirklich an uns. Hier möchte ich noch etwas einfügen. Ich habe immer wieder Patienten gehabt in meiner Praxis, die sind zum Arzt gegangen und bei ihnen sind Leberprobleme, Leberverfettung diagnostiziert worden.
Und da hat der Arzt ihnen immer wieder gesagt, sie sollten keinen Alkohol trinken. Der Patient hat gesagt, ja, ich trinke ja keinen Alkohol. Ja doch, Sie müssen Alkohol trinken, weil Ihre Leber ist wirklich schlecht zugange und Sie haben eine Leberverfettung, also trinken Sie Alkohol. Sie sollten wirklich weniger trinken. Und ganz viele Menschen, und das nehme ich denen absolut ab, die trinken tatsächlich keinen Alkohol. Es ist aber so, dass viel Alkohol tatsächlich zur Neubildung von Fetten in der Leber führt. Keine Frage. Was aber meistens in den Arztpraxen nicht betrachtet wird, ist, dass eben dieses Überangebot von Zucker, von Traubenzucker, hier von Fruchtzucker und auch insbesondere heute vom künstlichen Fruchtzucker genauso und vor allem zu dieser Leberverfettung führt. Deshalb sprechen wir heute davon, und ich bringe jetzt diese Zahl noch einmal, dass ca. 30% aller Deutschen, und diesen Wert können wir ausdehnen über ganz Europa, genauso in die Vereinigten Staaten, genauso nach Asien, 30% der Bevölkerung ungefähr leiden an einer nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung. Das ist eine ganze Menge. Und hier können wir eine ganze Menge tun, um das zu verhindern mit unserem täglichen Verhalten. Ich möchte hier auf ein paar Krankheitsbilder eingehen, die damit eben verbunden sein können. Zucker und Diabetes, das haben wir eigentlich schon uns angeschaut. Aber Sie sehen die Zahlen hier aus der Schweiz, die sind eindrücklich. Die haben sich in kurzer Zeit dramatisch verändert. Die Zahl der Diabeteskranken in der Schweiz nimmt enorm zu. Zucker und Demenz, das würde man vielleicht am Anfang nicht unbedingt miteinander zusammenbringen. Aber hier hat es ein paar interessante Studien dazu. Es wurde untersucht, Typ-2-Diabetiker, die einen Blutzucker von durchschnittlich 190 Milligramm pro Deziliter hatten. Die haben ein 40% höheres Demenzrisiko als solche mit einem Blutzucker von 160 Milligramm. Und 160 ist immer noch sehr hoch, wohlverstanden. Warum? Es gibt heute Studien, die zeigen ganz deutlich auf, dass je höher der Blutzucker ist, umso mehr auch die Entzündungstendenz im Körper steigt. Und wir wissen heute, dass zum Beispiel eine Demenzerkrankung, eine rheumatische Erkrankung, eine allergische Erkrankung, eine Immunsystemerkrankung in der Regel immer entzündungsbedingt ist. Über den Darm, über den hohen Blutzuckerspiegel. Und je höher dieser Blutzuckerspiegel und der Insulinspiegel ist, umso höher ist der Entzündungswert im Körper. Und ich habe in meiner Praxis ganz viele Menschen, die haben immer ständig einen leicht erhöhten chronischen Entzündungspegel. Der wird von der Medizin nicht erkannt, weil man mit anderen Grenzwerten arbeitet. Aber wenn man da genau hinschaut, dann sieht man bei so vielen Menschen diese dauerhafte Entzündungstendenz. Das ist immer so ein bisschen ein Reißnagel, der einem immer ein bisschen in den Muskel stüpft. Und wenn man das lange genug stehen lässt, irgendwann kann etwas durchbrechen an chronischen Erkrankungen und chronischen Entzündungserkrankungen. Alzheimer wird heute sogar vermehrt Diabetes Typ 3 genannt. Wir hatten Diabetes Typ 1 bis 2. Bei den neurologischen Erkrankungen sprechen wir heute sogar häufig von Typ 3. Hoher Blutzucker bei jungen, gesunden Erwachsenen hat man festgestellt, dass man eine Zunahme von Entzündungen und Vernarbungen im Gehirn festgestellt hat. 80% aller Menschen mit Alzheimer leiden an Insulinresistenz oder Typ 2 Diabetes. Ist für mich eine ganz klare Verbindung von diesen zwei Dingen, Blutzucker, Zuckerkonsum und diese neurologischen Degenerationen, die man nicht mehr einfach so hinwegreden kann. Dann Krebs, Futter für die Krebszellen. Da gibt es wirklich gute Bücher, die das belegen und die das auch schön aufnehmen. Wir wissen heute, oder eigentlich schon lange, von Dr. Warburg, der hat 1932 den Nobelpreis bekommen für Physiologie. Der hat das beschrieben, dass eine Krebszelle sich nur noch Energie beschaffen kann, indem sie Zucker aufnimmt. Die kommt nicht mehr an andere Energiequellen ran. Hier eine Studie aus Cancer Research 2016. Wir stellten fest, dass die Einnahme von Saccharose, also von Haushaltszucker, in Mengen, die der westlichen Ernährungsweise entsprechen, im Vergleich zu einer zuckerfreien Stärkediät bei Mäusen zu einem erhöhten Tumorwachstum und Metastasen führten. Die vorliegende Studie untersuchte anhand mehrerer Mausmodelle
den Einfluss von Haushaltszucker auf die Entwicklung von Brustdrüsentumoren, einschließlich der damit einhergehenden Mechanismen. Wir stellten fest, dass besonders die in unserer Ernährung allgegenwärtige Fructose im Haushaltszucker und dem High-Fructose-Corn-Sirup verantwortlich war für die Beschleunigung von Lungenmetastasen und der Produktion von 12-HETE in Brusttumoren. Das sind Entzündungssubstanzen, die helfen, dass Metastasen und Tumore sich besser und schneller entwickeln können. Wir könnten hier endlos weitergehen. Ich habe hier jede Menge Studien, die das zudem noch belegen. Aber ich glaube, es ist einfach gut zu erkennen, gerade bei solchen Erkrankungen wie Krebs, die neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache Nummer 1 in unserer Zivilisation ist, dass wir hier wirklich ansetzen können. Es gibt hier jede Menge, die Sie tagtäglich tun können, um gesund zu bleiben. Thema Deklaration, ganz wichtig und ganz praktisch angeschaut. Nehmen Sie sich einmal Zeit, um Inhaltsangaben auf Nahrungsmitteln, die Sie kaufen, anzuschauen. Und Sie werden hier zum Beispiel folgende Zahl finden. Kohlenhydrate 63 Gramm, davon Zucker 24 Gramm. Was sagt dies nun aus? Tatsächlich Haushaltszucker, also weißer Zucker, in dem Produkt sind 24 Gramm drin. Die tatsächliche Kohlenhydratmenge, also das, was verantwortlich ist für Ihren Blutzuckeranstieg, sind aber 63 Gramm. Das sind alles Zuckerarten, die nicht deklariert werden müssen, ganz offen. Ja? Hier haben wir Kohlenhydrate 13 Gramm, davon Zucker 13 Gramm. Das ist in dem Sinne jetzt transparent deklariert, dass man sieht, die tatsächliche Kohlenhydratmenge in diesem Produkt ist nur Haushaltszucker. Also fallen Sie nicht herein und denken Sie, okay, 24 Gramm Zucker ist ja nicht so viel. Tatsächlich müssen wir hier mit 63 Gramm rechnen. Und da kommt man ganz schön auf die Welt, wenn man sich das mal anschaut. Einige Fallen, wo wir eintappen können. Der versteckte Zucker und seine verschiedenen Namen. Das habe ich schon gesagt. Nur der Haushaltszucker muss als Zucker deklariert werden. Maltose, Glukosesirup und so weiter, die werden nicht deklariert. Müssen als solches nicht offen deklariert werden, nur als Gesamtmenge der Kohlenhydrate. Und Sie sehen hier ungefähr 40 der möglichen 70 Namen, wo sich eben Zucker verstecken kann. Das ist mal die erste Geschichte. Dann das zweite, falsche Botschaften in unseren Angaben. Bezeichnungen wie weniger süß sind irreführend. Weniger süß wird oft verglichen mit einem Konkurrenzpräparat. Wenn ich also 10 Gramm weniger Zucker in meine Packung einpacke, kann ich schon draufschreiben, weniger süß. Und das triggert unser Gehirn, wenn wir das kaufen, dass wir sagen, okay, ich nehme lieber das Produkt, das weniger süß ist, das enthält ja weniger Zucker. Weniger süß hat aber nichts mit der Menge zu tun, sondern vielleicht nur mit dem Vergleich mit einem Konkurrenzpräparat. Oder Zucker wird durch weniger süße Zuckerarten ersetzt, die vielleicht nicht so schnell ins Blut übergehen, aber genau gleich viele Kalorien enthalten. Die trügerische Natur. Bezeichnungen wie natürliche Süße, kein Zuckerzusatz, 100% Frucht, das ist bestimmt so, nur heißt das nicht, dass es einen Einfluss hat auf unseren Blutzuckerspiegel. Der Blutzuckerspiegel kann auch bei natürlicher Süße genauso hoch ausfallen, als wenn Sie Haushaltszucker essen, wenn nicht sogar höher. Oder Ablenkungsmanöver. Die Bezeichnung fettarm oder fettfrei heißt nicht kalorienfrei. Oft ist es so, dass bei fettarmen Produkten dann entsprechend mehr Zucker zugesetzt wird, damit das Produkt überhaupt wieder nach etwas schmeckt. Weil fettarme Produkte sind sehr, sehr fad zum Essen und Zucker und Kohlenhydrate geben wieder Geschmack da rein. Thema Sucht. Wir haben gestern von Dr. Yazdi viel darüber gehört, über das Dopamin, das wurde uns eindrücklich wiedergegeben, über die Euphorie, die durch das Dopamin ausgelöst wird, über den kurzfristigen Shot, den wir bekommen und immer wieder unser Körper danach nach mehr sucht. Und hier habe ich interessante Zusammenhänge gefunden. Es gibt die sogenannte Saccharose-Analgesie, also eigentlich wird hier mit Zucker, wird hier Schmerz bekämpft. Bei Säuglingen wird das angewendet. Und zwar, wenn bei Säuglingen zum Beispiel gewisse Vitaminspritzen oder so gegeben werden müssen, Blutgerinnung
moduliert werden sollte. Die Säuglinge haben das verständlicherweise nicht sehr gern, wenn sie gepikst werden. Man hat aber herausgefunden, wenn man diesen Säuglingen vorher oral über den Mund einen Zuckershot gibt, dass sie dann weniger schreien. Und dieser Effekt greift ungefähr bis eine Woche danach bei den nächsten Injektionen. Danach muss man es wieder machen. Bei der Gabe mehrerer Saccharosedosen konnten schlechtere Werte bei der motorischen Entwicklung und der Vitalität sowie bei der Aufmerksamkeit und Orientierung erwartet werden. Das kommt auch aus der Studie heraus. Das heißt, dieser Zucker hat zwar eine dämpfende Wirkung auf die Wahrnehmung, aber eben auch hier bei der Motorik, bei der Aufmerksamkeit und Orientierung fangen diese Kinder an, schlechter zu reagieren. Es werden endogene Opiate, also schmerzhemmende Stoffe, ausgesetzt, ausgelöst durch den süßen Geschmack und die Veränderung der Dopaminlage im Hirn, einfach gesagt. Hier eine Studie aus dem Iran. Je mehr Zucker die Testpersonen im Tee zu sich nahmen, desto weniger süß konnten sie ihn schmecken. Das heißt, sie brauchten immer mehr Zucker, um auf das gleiche Empfinden zu kommen, damit der Tee eben süß schmeckte. Also hier auch wieder dieses Suchtmuster, das sich schrittweise eingestellt hat. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir Süßes essen? Grundsätzlich die Geschmacksrichtung süß wird für uns als angenehm und positiv empfunden. Diverse Abläufe triggern im Hirn das berühmte Belohnungssystem, Dopamin. Und das Gleiche bei Drogen, bei Tabak, bei Alkohol. Natürlich bei einem Cookie oder bei einem Schokoriegel fällt das nicht in dieser Stärke aus, wie wenn wir Heroin konsumieren. Aber wenn wir das dauerhaft immer wieder tun, dann werden wir auch hier entsprechend reagieren. Mit der Zeit. Dopamin haben wir schon besprochen gestern. Konzentration, Fokus, Motivation bis hin zu exzessivem Verhalten wird durch Dopamin angeregt. Und die Dopaminausschüttung, die nimmt mit wiederholtem Konsum ab. Deshalb ist eine dauerhafte Dosissteigerung immer nötig, um den gleichen Effekt bekommen zu können. Was können Sie tun, wenn Ihr Verlangen nach Zucker sehr stark ist? Das Erste, Sie müssen erkennen, um was es sich überhaupt handelt. Es gibt Menschen, die haben wirklich eine echte Zuckersucht. Da ist ihr Dopaminsystem ist so, kann man sagen, überreizt und überdreht, dass man tatsächlich das Gefühl hat, man bräuchte Zucker wie Zigaretten, wie Heroin. Dass sie immer wieder dieses Belohnungssystem anregen müssen. Das Gleiche kann aber passieren, wenn sie eben Schwankungen des Blutzuckers immer wieder haben. Dann kommt immer wieder dieses Craving nach Zucker, dass sie unbedingt den nächsten Zuckershot brauchen, weil sie wirklich tief unten sind mit dem Blutzucker. Das Ganze, haben wir gestern auch gehört, kann natürlich seelische, psychische Gründe haben. In Unzufriedenheit, in Frustration und so weiter, dass man wirklich ins Frustessen hineingeht. Und, was man nicht vergessen darf, sind Darmpilze. Die sogenannten Candida-Hefepilze, das sind Pilze, die fressen uns den Zucker weg. Die leben von Zucker. Und wenn uns dann im Darm permanent dieser Zucker weggegessen wird von den Pilzen, müssen wir auch immer wieder nachschieben. Weil im Endeffekt bleibt dann tatsächlich für unseren Körper zu wenig von dem Zucker übrig. Und dann sind wir mitunter durch die Darmpilze zu oft in der Unterzuckerung. Es kann gut sein, dass auch das ein Faktor ist. Und auch hier haben wir wieder einen Kreislauf, dass wir mit viel Zucker die Darmpilze füttern und dass uns die Pilze immer mehr Zucker wegessen. Man muss diesen Kreislauf wirklich drehen können. Was können Sie tun? Regelmäßige Essenszeiten und eben herzhaft frühstücken. Wenn Sie am Morgen schon schlecht starten, dann werden Sie wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwo auf der Achterbahn sein. Blutzuckerschwankungen vermeiden, vollwertige, naturbelassene Nahrungsmittel, nur kleine Mengen an Früchten, natürlich die zuckerhaltigen Getränke vermeiden, nicht nur die Süßgetränke, auch Tees, zum Beispiel Kaffee, die Sie mit Zucker süßen. Tee und Kaffee kann man ohne Zuckerzusatz trinken, das ist möglich. Da gibt es jede Menge alternative Süßungsmittel, zum Beispiel Xylit, Erythrit, Stevia. Das geht wunderbar, um auch den süßen Geschmack da reinzubringen. Viele andere Reizstoffe wie Kaffee oder starke Gewürze können den Zuckerkonsum triggern, hat man herausgefunden.
Daneben Fettversorgung optimieren. Fett ist der bessere Zucker. Genauso die die Eiweißversorgung optimieren. Und letztendlich eben auch die Darmflora aufbauen. Die vielen Pilze im Darm, die können uns ganz schön zu schaffen machen und den Zucker wirklich wegputzen. Und Bitterstoffe, bittere Pflanzen reduzieren deutlich Süßgelüste. Sie können also zum Beispiel auch bittere Pflanzentinkturen wie Löwenzahn, Schöllkraut, Mariendistel, Artischocke können Sie einnehmen, um auch Süßgelüste zu reduzieren. Und hier noch der Vollständigkeit halber ein paar Symptome, die bei Candida-Pilzen, also bei diesen Hefepilzen, auftreten können. Das geht von Müdigkeit über Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Hautbeschwerden, Immunsystembeschwerden, natürlich Darmbeschwerden, Gelenksentzündungen, Pilzinfektionen, Nagelpilz, dann eben auch hier Heißhunger auf Süßes, zunehmende Empfindlichkeit. All diese Dinge können unter anderem durch Candida-Pilze, die Sie optimal mit Zucker füttern können die hervorgebracht werden. Etwas zu den Frühstücksflocken. Wir könnten hier noch jede Menge über Getreide und die Problematik der Getreide in unserer Ernährung sprechen. Dafür fehlt uns jetzt ein bisschen die Zeit. Aber das will ich Ihnen zeigen. Hier haben wir die sogenannten gesunden Frühstücksflocken. Und das sind verschiedene Anbieter aus der Schweiz und aus Deutschland. Und da hat man sich angeschaut, wie viel Zucker steckt in diesen Getreideflocken drin. Und Sie sehen hier, der dunkle Balken, das sind die Produkte, die für Erwachsene angeboten werden. Und die mit dem hellgrauen Balken sind die Getreideflocken, die speziell für Kinder angeboten werden. Und Sie sehen die enorme Menge an Mehrzucker, die in den Kinder- und Jugendlichenpräparaten eingebaut ist. Warum wohl? Kinder werden Erwachsene und wir versuchen einfach mit unserer Industrie das Ganze im Laufen zu halten. Und hier sind eigentlich schon die ersten Anzeichen für die mögliche Suchtentwicklung und die Abhängigkeit eigentlich schon gegeben. Etwas, was mir sehr wichtig ist, dass Sie das mitnehmen, ist die ganze Geschichte mit der künstlichen Fructose. Wir müssen uns bewusst sein, am 1. Oktober 2017 ist die Zuckerquote in der EU gefallen. Mit anderen Worten, Sie können heute künstlichen Maissirup, also aus Mais hergestellte Fructose, Fruchtzucker, können Sie heute in jeglicher Menge, wenn Sie Nahrungsmittelproduzent sind, einbauen. Früher war das geregelt, der Marktanteil von 5% hat das beschränkt. Heute gehen wir davon aus, dass durch diese Öffnung dieser Zuckerquote die Produktion des Maissirup oder des Glukosesirup hier auf 1,2 Millionen Tonnen steigen wird. Ernährungsexperten schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Warum? Fructose belastet die Leber ungemein. Glucose ist ein Thema für sich, wir haben gesehen, Glucose ist nicht so gut. Fructose ist eine viel schärfere Spitze, eine viel schärfere Waffe. Und die Möglichkeit, die die Industrie sich hier geschaffen hat, ist, dass sie in großen Mengen günstigen, gut verarbeitbaren, sehr, sehr süßen, klebrigen Stoff verarbeiten können und den teureren Zucker dafür weglassen können. Und wir gehen davon aus, oder Ernährungsexperten gehen davon aus, dass sich damit auch die ganze Leberverfettungsthematik noch enorm verstärken wird in kommender Zeit. Und das geschieht weltweit, nicht nur in Europa, aber ich habe hier einfach das Beispiel von Europa genommen. Und typische Isoglucose- oder Maissirup-Bomben sehen wir hier. Natürlich sind oft Süßgetränke durchsetzt mit dieser künstlichen Fructose. Natürlich Süßspeisen aller Art, auch in Broten, in Frühstückscerealien werden sehr viel von diesen Isoglucosemolekülen eingebaut. Und letztendlich habe ich hier mal hingeschaut bei einem deutschen Produkt. Es wird zum Teil deklariert, Sie sehen hier, neben Rapsöl, Salz und Hühnerei gibt es auch Fructose-Glukosesirup und Weizenstärke, die hier eingebaut wird. Das ist jetzt aber ein, ich sage mal, fortschrittlicher Hersteller, der das sogar deklariert. Die meisten deklarieren das nicht. So, wir kommen noch zu Lösungsansätzen. Wie können Sie sich ernähren,
um aus dieser Zuckerfalle herauszukommen. Ich denke, das Paradebeispiel überhaupt ist die mediterrane Ernährung, also die Mittelmeerernährung. Und hier sehen Sie in dieser Ernährungspyramide, wo finden Sie hier Zucker und Getreide, also kohlenhydratige Nahrungsmittel. Die sind hier. Sie sehen, ein ganz kleines Eck hier wird damit bestückt. In unserer offiziellen Ernährungspyramide ist alles hier unten, ist Getreide und Zucker. Und was man hier im Mittelmeerraum gemacht hat, über Jahrhunderte, man hat im Prinzip Eiweiß, fettreich gegessen, man hat getreidearm gegessen, zuckerarm, aber sehr faserreich. Alles, was gut ist für unseren Blutzucker, für unseren Darm. Die Diät der Wahl bei dem Zuckerproblem hat sehr große Ähnlichkeiten mit der mediterranen Ernährungsweise. Beide sind reich an Obst, Gemüse, Fisch und einfach ungesättigten Fettsäuren. Die Diät oder die Ernährungsweise, die man sinnvollerweise umsetzen sollte, wenn man diese Fragestellungen hat. Eben der Unterschied liegt vor allem zu dem, was wir heute tun, in der Kohlenhydratzusammensetzung. Kohlenhydrate nehmen wir trotzdem auf, aber in einer ganz anderen Weise und in einer ganz anderen Qualität, sodass unser Blutzucker nicht hochschnellt. Also raffinierte, verarbeitete Kohlenhydrate sind drastisch reduziert. Omega-6-Fettsäuren, die entzündungsfördernd sind stark reduziert. Dann die entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren werden in der Ernährung vermehrt eingenommen. Und die Diät ist reich an farbigen, nicht stärkehaltigen Gemüsen, welche sehr viele Polyphenole, sehr viele entzündungshemmende Stoffe enthält, die die ganze Problematik auch umkehren können. Zusammengefasst, Vermeiden von verarbeiteten Lebensmitteln und verarbeiteten Zucker, das Verwenden von Kräutern und Gewürzen, die den Verdauungstrakt anwärmen und Entzündungen hemmen, wie zum Beispiel Gelbwurz, Kurkuma, Zimt oder Ingwer, die Vermeidung von schädlichen verarbeiteten Fetten, nochmal Omega-3-Fettsäuren, die sogenannten Kruziferen, das sind Kohlgemüse, wie Brokkoli oder Blumenkohl oder Kresse, die stark entzündungshemmend wirken, und eben auch Lauchgemüse wie Knoblauch, Lauch und Zwiebeln, die genauso auf Herz-Kreislauf und auf Entzündungen einen guten Effekt haben. So, die Zeit ist abgelaufen. Ich möchte gerne ein paar Gedanken noch zum Abschluss mit Ihnen teilen. Bei all dem, was wir jetzt angeschaut haben, was uns nicht so fröhlich stimmt und wo wir eine Menge Arbeit vor uns sehen, gibt es auch Änderungen im Denken des Bewusstseins. Diese Tage, diese Woche in der Boulevardpresse in der Schweiz gab es hier eine Meldung. Da hat offenbar eine Braut ihre Trauzeugin heimlich mit Smoothies gemästet. Mag vielleicht lustig tönen, aber da ist eine versteckte Wahrheit drin. Ich habe Ihnen vorhin gezeigt, wie viel Zucker solche Smoothies, solche Früchte, Fruchtsäfte enthalten können. Und die hat das offenbar gewusst und hat, damit sie besser aussieht, an ihrem Hochzeitsfest, hat sie ihre beiden Trauzeuginnen gut versorgt mit gesunden Smoothies. Was dabei herausgekommen ist offenbar, ist, dass die beiden ihre Brautkleider erweitern mussten. Und das ist schon spannend, dass jetzt langsam anfängt, der Wind zu drehen und die Menschen anfangen zu erkennen, aha, Moment, ich muss hier vielleicht zweimal überlegen und muss wirklich die Fakten nochmal checken. Auf der anderen Seite, wir haben je länger je mehr Fettleibigkeit in der Schweiz, aber Tabak wird ein bisschen weniger konsumiert. Es tun sich Dinge, aber es ist noch viel zu tun. Ja? Und deshalb auch dieser Vortrag. Bitte nehmen Sie einiges mit nach Hause von den Fakten, setzen Sie das selber um und teilen Sie das mit Ihren Leuten um sich herum. Viele Menschen wissen diese Zusammenhänge einfach nicht und können sich das nicht vorstellen. Dass ein gesunder Smoothie oder die gesunden Frühstücksflocken vielleicht doch nicht so gesund sind, wenn wir die ganzen Zuckermengen zusammenrechnen, die am Ende des Tages zusammenkommen. Was wir hier haben, es ist nicht mehr zu bewältigen. Die Kosten von Übergewicht und Fettleibigkeit in der Schweiz, die explodieren. Sie sehen hier 2002, sprechen wir von 2,7 Milliarden Folgekosten und 2012 sprechen wir schon von 8 Milliarden. Und das ist genau das, was uns hier die Lebensmittelindustrie versucht zu unterschlagen,
dass die Produkte, die sie produziert und die Werbung, die gemacht werden und die Unwissenheit und die Verdrehung der Fakten, die führt genau dazu, das ist nicht mehr zu handeln. Und hier gibt es zum Beispiel auch die Credit Suisse, die hat immer wieder, die Investmentbank Credit Suisse hat immer wieder interessante Forschungsarbeiten, die sie macht. Ich möchte Ihnen hier etwas zitieren. Unseres Erachtens wäre eine höhere Steuer für gesüßte Lebensmittel und Getränke der beste Weg, um den Konsum zu senken und die im Zusammenhang mit Diabetes und Übergewicht anfallenden Kosten des Gesundheitswesens zu finanzieren. Nun, ich weiß nicht, ob das der Weg ist. Ich glaube, der Weg ist der, dass wir heute anfangen, uns zu ändern. Und ich bin dankbar für dieses Motto des Kongresses. Wenn wir unsere Wege nicht verändern, unser Verhalten nicht verändern, dann wird das Leben uns zeigen, wie wir es zu verändern haben. Und genau das ist eigentlich das Credo von diesem Vortrag. Wir haben alle Macht, mit dem Wissen, das wir haben, etwas umzusetzen und uns zu verändern. Zum Beispiel mit der Ernährungsweise. Da können wir sehr, sehr viel tun. Und das ist der Punkt hier. Es geht nicht unbedingt um höhere Steuern. Es geht nicht darum, die Lebensmittelindustrie zu verurteilen. Was wir tun können, ist, wir können die Lebensmittelindustrie zwingen, dass sie die Produkte für uns herstellt, die wir wollen. Das ist unser Weg. Und der wird tatsächlich das Problem lösen. Das Leben ist halt manchmal nicht mehr ganz so einfach, wie es war. Ja? Und es ist wirklich gut, wenn wir Orientierung bekommen und uns selber bilden. Es geht hier um Bildung. Es geht um Wissen, das wir im Alltag umsetzen können. Und alles ist sehr individuell. Ich habe damit angefangen und ich möchte damit aufhören. Unsere Körper sind sehr individuell. Und es gibt Körper, das sind Elefanten. Es gibt Körper, das sind Gazellen. Es gibt Körper, die können mit einer recht großen Menge an Kohlenhydraten sehr gut durchs Leben kommen, ohne krank zu werden. Nicht jeder Mensch muss spindeldürr sein. Es gibt Menschen, die sind beleibt und die sind trotzdem gesund. Das ist nicht ein Problem. Aber wenn Sie irgendwo Beschwerden bekommen, dann fängt es mich an zu interessieren, warum das so ist. Und dann möchte ich es gerne wissen. Und dann ist es in der Regel so, dass Sie durch Ihr Verhalten eine Menge tun können, um wieder gesund zu werden. Und mit dem Zuckerkonsum, und das ist meine Hoffnung, dass ich Ihnen heute das ein bisschen näher bringen konnte, können Sie in unserer westlichen Gesellschaft, so wie wir gelernt haben oder motiviert worden sind zu essen, können Sie jede Menge tun, um genau diese Problematik zu verhindern. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit der Ernährung, auch am Dessertbuffet heute Abend und weiterhin gute Gesundheit.